Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Asus VivoBook 15 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir mal sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellnummer findet man bei dem Gerät auf der Rückseite, und zwar hier. Und ja, mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Man muss dafür nämlich nur den Frontrahmen abnehmen und kommt so an das Display ran. Die Tastatur kommt hier allerdings zusammen mit dem Topcase, während man das Touchpad einzeln tauschen kann. Um das Gerät jetzt aufzuschrauben, muss man zuerst alle Schrauben lösen. Und hier ist es so, dass die 4 Schrauben hier etwas länger sind. Die beiden hier außen sind mittellang und die 4 hier unten sind ganz kurz. Das heißt, die am besten getrennt aufbewahren. Und ja, ich blende euch das aber auch im Bild ein. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Und das ist super praktisch. Das sind nämlich alle Aufsätze, die man so gebrauchen kann, direkt mit dabei. Und für die Kreuzschrauben hier nehme ich auch einen Kreuzschraubendreher als Aufsatz. Und zwar ein PH0. Um die Unterseite vom Gerät zu trennen, muss man da eine Lücke schaffen. Und ich zeige euch hier mal, wo die eigentlich miteinander verbunden sind. Ich hoffe, man kann das hier einigermaßen sehen. Das läuft einmal hier entlang, auch auf der Vorderseite, und läuft dann so eben einmal um das Gerät herum. Und zum Öffnen nehme ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und ich denke, ich versuche jetzt mal hier auf der Rückseite anzufangen. Und da versuche ich jetzt zwischen Gehäuseunterseite und Gerät zu kommen und das dann so ein bisschen nach oben hinweg zu hebeln. Und da hört man schon das laute Knacken. Das ist aber völlig normal, da braucht man keine Angst zu haben. Das ist einfach, wenn die Einraststellen sich lösen. Und dann geht man im Grunde genommen einfach einmal um das Gerät herum. Und wenn das mal ein bisschen schwerer geht, dann einfach weitermachen, nicht mit Gewalt. Im Zweifelsfall lieber gucken, ob man wirklich alle Schrauben gelöst hat oder ob man da vielleicht eine vergessen hat. Und dann kann man sich so einmal um das Gerät herum arbeiten, auch an der Seite. Und das geht jetzt hier relativ einfach. Man kann das einfach nach oben hin abziehen. Sollte das mal nicht so gut gehen, dann macht man quasi einfach hier auf der Unterseite weiter und löst das wirklich einmal um das Gerät herum, bis man dann die Unterseite nach oben hin einfach abnehmen kann. Und ich zeige euch die jetzt auch mal von innen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, damit das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und da sehen wir hier den Stecker. Und der funktioniert in dem Fall so, dass man zuerst diese silberne Brücke hier nach oben ziehen muss. Und die gibt dann den Stecker frei und den kann man dann nach oben hin einfach raushebeln. Schwuppdiwupp.
Was können wir hier noch sehen? Wir sehen zum einen hier drüben ist noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte oder vielleicht ist da auch eine verbaut. Die würde dann hier ans Mainboard angeschlossen werden und falls man die nachrüsten will, braucht man auf jeden Fall auch das Adapterkabel SATA auf Breitband hier, um die dann anzuschließen. Wir sehen direkt über dem Akku noch den RAM. Hier ist das WLAN-Modul. Da sehen wir den Lüfter und den Heatsink. Und hier ist die SSD. Um den Akku auszubauen, muss man nur diese 3 Schrauben hier lösen. Und sobald die draußen sind, kann man den Akku einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und eben auch gegebenenfalls tauschen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch noch das Touchpad. Wie gesagt, auch das lässt sich einzeln lösen und da gibt es 3 Schrauben. Die eine ist hier super unter dem Klebeband versteckt. Das ziehe ich jetzt aber mal nicht ab, ist aber auch kein Problem. Und man muss auch das Kabel, das das Touchpad mit dem Mainboard verbindet, trennen. Und hier ist es so, da kann man nicht einfach an dem Kabel ziehen. Das wird hier mit einem Kippschalter festgehalten. Das heißt, den muss man zuerst nach oben klappen und dann kann man das Kabel hier rausziehen. Ja, und dann kann man das Touchpad einfach rausnehmen. Und beim Wiederverbinden ist es einfach so, dass man das, da muss man eigentlich nur darauf achten, dass das richtig drin steckt, nämlich bis zu dieser Linie. Bis dahin kommt das Kabel hier wieder rein. Das kann manchmal ein bisschen fummelig sein. Genau so. Stecker zuklappen und schon ist das erledigt. Um den RAM zu wechseln, oder den RAM-Riegel besser gesagt, muss man nur an der Seite diese beiden silbernen Klammern so ein bisschen nach außen ziehen. Dann kommt er einem förmlich entgegen und man kann den einfach aus dem Slot nehmen, tauschen und beim Einbau einfach genauso wieder rein und nach unten drücken, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Ein SSD-Tausch ist hier genauso einfach wie beim RAM. Die SSD wird nämlich nur von dieser einen Schraube hier hinten gehalten. Und sobald die draußen ist, kann man die SSD so ganz leicht ein bisschen nach oben hebeln und rausziehen. Ich halte jetzt hier in dem Fall ein bisschen dagegen, weil die hier auf der Kühlpaste so ein bisschen festgeklebt war. Und ja, die neue SSD kommt dann einfach genauso zurück in den Slot. Das ganz nach hinten schieben, leicht nach unten drücken und dann einfach wieder verschrauben. Wie eingangs erwähnt, kann man auch den Lüfter hier einzeln tauschen. Und der wird von diesen 3 Schrauben hier gehalten. Und man muss auch das Kabel, das den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, trennen. Und der Stecker ist hier einfach, der geht nach oben hin, abzuziehen. An den Kabeln würde ich jetzt hier nicht unbedingt ziehen, aber den kann man einfach seitlich greifen und dann nach oben hin rausziehen. Genau so. Und dann kann man den Lüfter aus dem Gehäuse nehmen. Hier laufen noch vom WLAN-Modul Kabel drumherum. Die sollte man am besten auch vorher noch rausfriemeln. Und da ist es auch so, falls das mal abgehen sollte hier am WLAN, dann ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Den Stecker, den kann man wirklich einfach von oben wieder drauf drücken. Völlig problemlos. Und dann noch eine Anmerkung bei dem Lüfterkabel. Da kann man hier auf einer Seite die Kontakte sehen. Und beim Wiederverbinden zeigen die Kontakte quasi nach vorne. Also so rum kommt er dann wieder
drauf. So, der Einbau ist ja, genauso einfach. Man legt den Lüfter wieder auf die Gewinde und muss auch die Kabel, die hier an der Seite verlaufen, wieder einfädeln. Ich verschraube den jetzt aber zuerst wieder. Und bei den Schrauben ist es so, dass die silberne hier ein bisschen anders ist, aber ich glaube, das kann man sich einfach merken. Hier kommen die beiden schwarzen Schrauben hin und hier ist die silberne Schraube. Und am Ende natürlich nicht vergessen, auch das Lüfterkabel selber wieder zu verbinden. Das kommt jetzt einfach wieder oben auf den Stecker drauf. Und da einfach schauen, dass der wieder richtig drin sitzt, wie man das hier sehen kann, damit der Lüfter dann auch wieder richtig arbeitet. So, den Akku kann man einfach zurück in das Gerät legen. Der ist hier unten so ganz leicht eingehängt und hat auch nochmal zusätzliche Öffnungen, dass man den quasi besser positionieren kann, wie man hier sieht. Und wie gesagt, erstmal hier unten so ein bisschen einhängen und dann sitzt der passgenau und man muss den einfach nur noch wieder verschrauben. Und ganz wichtig am Ende, natürlich nicht vergessen, den Stecker wieder zu verbinden, damit das Laptop dann auch wieder anspringt. Den drückt man einfach nach oben wieder hier drauf und dann schiebt man den silbernen Bügel zurück. Kann man gut erkennen, dass der Bügel dann auch wirklich über den Stecker sitzt, über dem Stecker und das dann festhält. Und ja, dann kann man eigentlich auch die Unterseite schon wieder verbinden. Und die legt man jetzt einfach von oben wieder auf das Gerät und drückt die relativ kräftig nach unten hin fest. Und da hört man auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Auch in der Mitte. Ich gehe dann am Ende auch immer noch einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Und dann muss man nur noch das Gerät wieder verschrauben und ist damit fertig. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.